Hallo bei Testerlein. Ein Kaminfeuer ist schon was Schönes, findet ihr nicht? Leider haben nur wenige Haushalte einen echten Kamin. Aber wie wäre es mit einem elektrischen Kamin, der täuschend echt aussieht? Es gibt sehr unterschiedliche in verschiedenen Farben, Formen und Größen. Zum Beispiel mit einer Ablage für echtes Holz, damit es noch realistischer aussieht. Oder mit einer Ablagefläche für Dekoration, damit passt er sich optimal dem Wohnzimmer an. Einige können aufgehängt werden, ohne Angst zu haben, dass sie zu heiß an der Wand werden. Am meisten verkauft werden Retro-Kamine, von denen früher oft echte im Wohnraum standen. Schön sind auch moderne, die gut zu einem edlen Design in der Wohnung passen. Für welchen wir uns entscheiden, hängt aber nicht nur von der Optik ab. Es gibt einige Unterschiede, die kaufentscheidend sein können. Einer der wichtigsten Faktoren ist der Stromverbrauch. Die elektrischen Kamine sehen nicht nur schön aus, sie können auch heizen. Dabei sind sie echte Stromfresser, bei denen Stromkosten in Höhe von 30 bis 60 Cent pro Stunde anfallen. In unserem Vergleich verbraucht der Balderia Elektrokamin am meisten Strom und kann nicht runtergeschaltet werden. Alle anderen haben zwei Stufen, mit denen die Wärmemenge und somit der Stromverbrauch halbiert werden kann. Der Kesa-Kamin hat eine schöne Funktion zum Erkennen von offenen Fenstern. Wird es erkannt, wird das Heizen eingestellt. Die meisten Käufer schalten jedoch die Wärmefunktion aus oder nutzen sie nur selten. Manchmal ist es auch wichtig, genauer hinzuschauen. Alle elektrischen Kaminfeuer haben zum Beispiel eine Fernbedienung. Nur beim Kesa Retro haben Käufer bemängelt, dass keine dabei liegt. Kesa hat dann schnell eine herstellen lassen, aber schaut sie euch mal an. Normalerweise können alle Funktionen damit bedient werden. Mit dieser kann der Kamin nur ein- oder ausgeschaltet werden. Naja, zum Glück haben alle ein Bedienfeld am Gerät selber. Bei dem modernen Kessel sieht es da schon anders aus. Er hat eine Fernbedienung, um alles zu bedienen, und zusätzlich als einziger eine App, mit der das Kaminfeuer eingestellt werden kann. Was wir auch nur bei ihm finden, ist ein schon erwähntes Holzfach, womit der Kamin täuschend echt aussieht. Um noch realistischer zu wirken, sollte der elektrische Kamin Knistergeräusche von sich geben. Am besten mit einer einstellbaren Lautstärke. Diese Funktion finden wir wieder nur beim Kessa. Kurze Anmerkung, das ist kein Werbevideo für diesen Kamin. Bisher haben wir einfach nur einige Vorteile bei ihm gefunden. Für alle, die auf das Knistergeräusch nicht verzichten wollen, aber einen anderen Kamin bevorzugen, habe ich etwas gefunden. Eine Soundbox für Elektrokamine. Sie ist nur 7,1 x 7,1 x 4,8 cm klein und kann leicht hinter dem Kamin versteckt werden. Für Interessenten habe ich sie und natürlich auch alle elektrischen Kamine unter dem Video verlinkt. Übrigens möchte ich den vielen Zuschauern meiner Videos danken. Möchtest du auch bei neuen Videos informiert werden, abonniere den Kanal. Jetzt aber weiter mit den Elektrokaminen. Wer nicht viel Platz hat, sollte sich den Kesa Retro näher ansehen. Er ist nur 57 cm hoch und 38 cm breit. Viel Platz nimmt dagegen der Kamin von Klarstein ein. Es gibt aber auch 3 andere Varianten mit verschiedenen Größen. Der moderne Kesa kann auch etwas kleiner bestellt werden. Alle anderen haben nur eine Größe. Manche Kamine können sogar der Wohnungseinrichtung angepasst werden. Meistens kann nur zwischen Schwarz oder Weiß ausgesucht werden. Doch Balderia macht es besonders gut. Hier gibt es sogar Unterschiede bei der Holzfarbe. Bei einer hellen Wohnung sollte Weiß gewählt werden. Ein klein wenig dunkler ist der Farbton Eiche hell, der auch sehr schön aussieht. Wer einen etwas dunkleren Wohnstil hat, kann sich für Eiche dunkel entscheiden. Als viertes gibt es Eiche Natur, was auch in vielen Wohnungen passen könnte. Was unsere elektrischen Kamine alle haben, doch worauf beim Kauf geachtet werden sollte, ist ein Überhitzungsschutz. Ein Timer ist auch wichtig, damit er nach einer gewissen Zeit automatisch ausgeht. Außerdem sollte die Helligkeit regelbar sein, um es für euch optimal einzustellen. Dies ist bei unseren Vergleichskandidaten überall möglich. 3 von ihnen können sogar stufenlos gedimmt werden. Die Feueranimation ist übrigens recht günstig und kann stundenlang genutzt werden, da es LED-Lampen sind, die wenig Strom verbrauchen. Wie ihr gesehen habt, gibt es ein paar Unterschiede, die zum Kauf entscheiden können. Doch was kosten sie? Die hier angegebenen Preise sind Momentaufnahmen beim Erstellen des Videos. Sie können sich ständig ändern. Auffällig ist jedenfalls der Retro-Kesa-Kamin mit seinem günstigen Preis. Er heißt nicht wirklich Retro, ich habe ihn nur so genannt, um die beiden Kesa zu unterscheiden.
Sein großer Bruder wurde oft positiv erwähnt, ist aber auch dreimal so teuer. Ich bin gespannt, für welchen ihr euch entscheidet. Schreibt es gerne in den Kommentaren und gebt Erfahrungsberichte darüber. Zum Schluss noch ein Tipp. Auch wenn ihr die Heizfunktion nicht nutzt, wird euch etwas wärmer. Laut einer Studie wird es vielen nur durch das Anschauen einer Wärmequelle im Unterbewusstsein warm. Ich hoffe, dir hat mein Video gefallen. Zeig es mir durch ein Like. Das motiviert mich weiterzumachen.